Aus eigener Erfahrung kann ich euch von Herzen sagen, Marina weiß genau, was sie da tut. Und ich kann euch nur empfehlen, nehmt euch ein paar Minuten Zeit, lehnt euch zurück, lauscht ihren beruhigenden Worten und lasst euch helfen, euer Leben so zu gestalten, wie ihr euch das wünscht. Weitere Informationen findet ihr in der YouTube-Beschreibung, wo ihr dann gern einmal entweder den Schnupperkurs ausprobieren könnt oder gleich tiefer einsteigen. Aber erst einmal viel Spaß mit Marina. In meiner Arbeit erlebe ich sehr, sehr häufig, dass Menschen glauben, ihr Kontostand bestimme ihr Gefühl von Sicherheit. In Wahrheit ist es meistens umgekehrt. Unser Nervensystem bestimmt, wie sicher wir uns mit Geld fühlen, wie komfortabel wir uns mit Geld fühlen. Ich bin Marina und ich begleite Menschen dabei, ihr Nervensystem neu zu regulieren, so dass Wohlstand ganz natürlich, ganz einfach, fast schon ohne Anstrengung in ihr Leben fließen kann. Mit Klarheit, mit Mühelosigkeit. Was ich beobachte, ist, viele verwechseln die äußere Stabilität mit der inneren Ruhe und Freiheit. Die Sicherheit auf dem Konto oder der bestimmte Geldbetrag auf dem Konto führt nicht automatisch zum Vertrauen in uns, in unserem Körper, zum Vertrauen ins Leben, zum Vertrauen in uns selber, in unsere eigenen Fähigkeiten. Ich erlebe ganz häufig Menschen mit hohem Einkommen, mit Millionen auf ihrem Konto, sind trotzdem in Alarmbereitschaft und handeln entsprechend dessen. Ihr Nervensystem erwartet Mangel, denn objektiv ist die Fülle da und trotzdem schaltet sich das Nervensystem ein und bringt die gewohnten Programme zum Vorschein. Und das zeigt sich, wie tief unsere Identität, wie tief unsere Glaubenssätze, das, was wir gelernt haben, mit unserem Körper zusammenwirken, nämlich so. Stell dir vor, du öffnest dein Depot oder du öffnest dein Online-Banking-App und dein Herz zieht sich zusammen, weil dort überraschend vielleicht Geld abgebucht wurde. Objektiv gesehen ist es kein Tiger, es ist kein Löwe da, keine reelle Gefahr, aber dein Körper reagiert, als hinge dein Leben davon ab. Dein Herzschlag beschleunigt, deine Atmung beschleunigt und du reagierst. Das ist Biologie, das ist nicht deine Schwäche oder unsere Schwäche als Menschen. Dein Gehirn unterscheidet nämlich nicht zwischen einem Gedanken und der Wirklichkeit. Und deshalb kann ein einziger Gedanke, eine einzige Erinnerung, eine einzige Idee unser gesamtes System in Stress versetzen. Schon ein bisschen verrückt. Und in der Neurowissenschaft gibt es tatsächlich auch ein Begriff, was in unserem Gehirn passiert in solchen Situationen. Unser Gehirn schaltet sich einfach ab. Ein großer Teil des Gehirns schaltet sich ab. Vor allem in den Regionen, die gerade nicht gebraucht werden fürs Überleben. Und in der Neurowissenschaft nennt man das Brain Inhibition. Das heißt, wir sind fokussiert aufs Überleben. Das heißt, die Teile, die für Kreativität, neue Ideen, neue Lösungen, planen, analysieren, verantwortlich ist, schaltet sich ab. Es geht ums Überleben und es gibt auch ein Gegenstück dazu.
Gott sei Dank, nennt sich Brain Facilitation. Das heißt, da ist dein Gehirn sozusagen wieder online. Und das ist der Zustand, in dem unser Herzrhythmus und unsere Gehirnaktivität harmonisch miteinander zusammenarbeiten. Das heißt, wenn es um wichtige Entscheidungen geht, natürlich auch wichtige finanzielle Entscheidungen geht, dann will, glaube ich, keiner von uns, dass ein Teil unseres Gehirns also abgeschaltet ist oder wir auf eine geringere Gehirnkapazität zugreifen. Wir wollen, dass es holistisch arbeitet und dass wir zu einer für uns besten und optimalen Entscheidung kommen. Das Video gefällt dir? Dann freuen wir uns jetzt über deine Unterstützung, indem du den Daumen hoch anklickst, den Kanal abonnierst, liebe Kommentare dalässt und den Thanks-Button ausprobierst. Vielen Dank! Das heißt, in meiner Arbeit nutze ich dafür eine ganz simple, aber super effektive Technik. Und wenn du möchtest, würde ich dich einladen, hier einfach mitzumachen, wenn du magst. Bringe jetzt deine Aufmerksamkeit zu deinem Herzen und beobachte, wie dein Atem durch deinen Brustkorb, durch dein Herz ein- und ausströmt. Atme gleichmäßig und etwas langsamer und etwas tiefer als sonst. Atme durch deinen Brustraum und stelle dir vor, du würdest durch dein Herz ein- und ausatmen. Und wenn es dir hilft, kannst du gerne zählen. Innerlich bis 5 einatmen und bis 5 ausatmen. Und jetzt erinnere dich an eine Situation, in der du ein wundervolles Geschenk bekommen hast. Oder jemand dir ein aufrichtiges Dankeschön gesagt hat. Wenn deine Gedanken abschweifen, bring deine Aufmerksamkeit zurück zu deinem Herzen. Beobachte weiterhin, wie dein Atem ein- und ausströmt. Und erinnere dich vielleicht an eine Situation in deinem Leben, wo du dich gesehen und wertgeschätzt gefühlt hast. Und spüre, wie in deinem Körper sich jetzt was verändert hat. Nimm es einfach nur wahr, ohne Bewertung. Das, was wir gerade gemacht haben, das hat vielleicht einfach nur eine Minute gedauert. Es ist keine reine mentale Übung. Das, was wir gerade gemacht haben, ist eine physiologische Umschaltung. Weg von Überleben hin zum Gestalten. Weg von Mangel hin zu Fülle. Weg von Brain Inhibition hin zu Brain Facilitation. Da, wo wir bessere Entscheidungen treffen können, da, wo wir neue Ideen kultivieren können, da, wo wir dann tatsächlich in der Lage sind, das Glas als halb voll zu sehen. Und ich sehe, wir Menschen einfach nur in wenigen Wochen durch die Praxis dieser einfachen Übungen ruhiger, klarer und entscheidungsfähiger werden. Auch anders gesagt, die Qualität ihrer Entscheidungen verändert sich dramatisch.
Und hunderte Studien zeigen, dass alleine schon durch diese kleine Übung, wenn wir sie täglich üben, unser Stresslevel um 50% abgesenkt werden kann. Doch viel wichtiger als diese Zahl ist einfach ein Erleben. Wenn du dich innerlich sicher fühlst, reagiert dein Umfeld, Menschen um dich herum, reagieren ganz anders. Dein Nervensystem wird zu deinem Freund und Helfer. Dein Nervensystem wird zu deinem Vermögensverwalter. Nicht, weil du das Geld festhältst und daran klammerst, sondern vielmehr, weil du diese innere Stabilität in dir entwickelt hast. Ein kleiner Impuls aus Wohlstand by Design. Wenn du auf dein Leben gerade schaust, was zeigt dir das Leben im Moment über dich selbst? Schreibe das gerne auf, wenn du einfach auf dein ganzes Leben schaust oder auch einfach auf einen Aspekt deines Lebens schaust. Was erkennst du über dich selbst? Und deine Emotionen sind einfach nur ein Spiegel dessen, was du als Gewohnheit gespeichert hast. Wenn wir lernen, diesen Spiegel zu verstehen, wenn wir lernen, den zu interpretieren, bekommen wir ganz viele Informationen, die wir so wundervoll nutzen können, um a. unbewusste Dinge bewusst zu machen und b. sie dann wirklich zu verändern. Das ist der erste Schritt zu einem wunderbaren Leben, zu einem Leben in Ruhe und Gelassenheit und innerer und äußerer Fülle. In unserem nächsten Leben, in unserem nächsten Video sprechen wir darüber, wie deine Gedanken über Geld deine innere Sicherheit prägen und wie du die selbst ganz bewusst verändern kannst. Denn diese Gedanken werden dann, wenn sie neu sind, werden irgendwann mal zu neuen Überzeugungen, die dann tatsächlich dich unterstützen, dich tragen, anstatt dich einzuengen. Danke, dass du heute dabei warst. Danke, dass du bereit bist, nach innen zu gucken und du für dich selber Zeit nimmst. Bis dahin sei achtsam und mit dem, was dein Körper dir zeigt. Denn dein Körper spiegelt dir einfach nur das, nicht das, was falsch ist, sondern das, was angeschaut werden darf. Ich danke dir.